Okay. Geh bitte. Ja. Oder war das vorhin auch schon so? Nee, ne? Nein. Dann mach ich mal wieder zu. Dann gucken wir nach den Dokumenten. I overheard them talking about what Lilith's condition was. Apparently she has some sort of bone disorder. Basically her body keeps becoming more and more immobilized until she's basically paralyzed. The process can take a while, but it continually gets worse and worse. They seem very worried about it. As far as I know, Lilith won't be able to paint. I wonder what will happen. Mom and Dad were screaming at each other the other day. I've never seen them argue like that. It was quite entertaining seeing them bicker and yell. I had a wide grin across my face as I watched the spectacle. My parents have been trying to find work ever since they heard the news, but only my mom has been able to find a job with her old employer. Dad hasn't had any luck. This is quite an unfortunate situation. I did a bit more research on the condition and it seems incurable. My parents seem like they're in stable of panic. I've never seen them like this before. Frantic, scared and unstable. I've never been more exciting in my life. Markus. Also Markus, der freut sich jetzt irgendwie, dass die Situation so schlecht ist, weil die Eltern jetzt eben streiten und total in Panik sind und verängstigt. Nur die Mutter hat irgendwie einen Job finden können bei dem Job, was vorher schon gehabt hat. Der Vater kann keine finden, das war vorher glaube ich schon, weil er eben trinkt und so und den keiner nimmt. Und ja, schreibt halt dann nochmal über Liliths Verfassung, dass die eben schlecht ist und eben nochmal, dass die immer immobiler wird, also nicht mehr immer weniger bewegen kann, bis sie dann halt praktisch paralysiert ist. Spiele ich mal wieder. So, jetzt zurück. Soll ich rausgehen? Ist der ja wohl. Das Gesicht ist echt eine Frechheit. Das ist der Oberhammer. Tja, da wirst du jetzt wohl runter müssen, ne? Ich wollte es vermeiden. An dem Gesicht vorbei. Das ist das Gesicht, oder? Ich weiß es nicht. Alter, ich spring dir klar an. Was ist mit der? Gott sei Dank haben wir getauscht. Bestimmt in der Wohnstube. Ich glaube, die brauche ich ja schnell. 2. August 2015. My mom showed him the divorce paperwork and he was livid. I have never seen my dad this furious, his bloodshot eyes trembling in fear because he knew he was powerless against her decision. He kept taking her beer. Ich hätte die ganze Zeit sie zu. He kept taking beer bottles and smashing them against the kitchen table after he heard the news. She said she was tired and having him just drinking all day and not contributing to the family at all. I left a little surprise for him in the car. He'll find out while he's driving. Well, for now I guess it will just be Mom, Lilith and I. She asked me to get a part-time job since we'll need money to help with Lilith's medication bills. I don't mind working. Even though I'm still in high school, I'll be pretty busy, but I guess I'll just have to deal with it. It will be hard though. I went to the doctor the other day and he examined my shoulder. It turned out I've had a torn rotator cuff for a while now, but I've never been able to get it checked out because of that. I haven't been able to rotate my arms past 90 degrees without feeling this tearing sensation on the back of my shoulders. Thanks to that, I guess in the end everybody gets what they deserve. Okay,
Also die Mutter ist dann wirklich, hat ernst gemacht mit der Scheidung, hat ihm den Scheidungspapier halt hingelegt, der Dad ist ausgerastet, hat die Bierflaschen gegen den Tisch geknallt, Okay. also klassischer Alkoholiker. Genau, und dann hat sie ihm gebeten, halt Markus hat sie gebeten, dass er irgendwie einen Teilzeitjob annimmt neben der Schule, damit sie irgendwie die Medikamente für die Lilith irgendwie bezahlen können, damit er sie halt unterstützt. Und er halt war halt auch beim Doktor, hat dann eben auch gesehen, dass die Schulter eben irgendwie leiden hat. Ich habe es nicht genau, aber der Doktor meint, my shoulder turned out to have a torn rotator cuff for a while. Also keine Ahnung, was das genau ist. Also irgendwie, er kann nicht, nicht gescheit, also ab 90 Grad oder so hat er Schmerzen. Oder ist total eingeschränkt, bewegungseingeschränkt. Ja. Das war es eigentlich im Wesentlichen. Okay. Geh bitte. Geh weg! Geh weg! Was ist mit der? Was will die? Das ist auf jeden Fall, sieht sehr danach aus, dass es unsere Schwester hier ihren Rundgang verrichtet, ne? Also ich würde schon sagen, das ist unsere Schwester, ne? Und unsere Schwester, die grün? dreht irgendwie durch. Du hast eine Taschenlampe mit F. Ziemlich viel zu lesen, ne? Extrem. It's been hard the last year. I've been working overtime almost every week at my job ever since the divorce, just to cover everything. Lilith, well, she was bedridden and relied on Marcus for just about everything. Marcus was attending colleague and working at the same time. I went on a business trip for about a week, and it didn't get the news until I came home. The house caught fire. I was told that Lilith died a horrific death, burning alive as the flames consumed her. Said the fire started in her room, most likely by a candle that was tipped over. The neighbors, they said all they heard was a haunting scream, like an animal that knows its dead is approaching. Everything is gone. My kids, ist überhaupt nicht lustig eigentlich, aber everything is gone. My kids, my house. Did I deserve this? I was so blinded by. Das ist wieder unser Engel. Hallo Engel. Ist das Bild eigentlich noch da? Ja, es ist immer noch da. Dieses gruselige Bild. Ja, Auf jeden Fall, der Engel versperrt uns den Weg. Ne? Also wir Genau. kommen da nicht mehr hin, nicht mehr entlang. Kann sie nur was. Da kann sie nur noch echt hier irgendwo sein, ne? Oder in den Raum dann. Sind sie hier das gleiche wieder? Ist der Engel weg? Der Engel ist weg? Okay, dann. Das Bild ist echt grausig. Das ist wirklich. Und der Schatten da vorne auch immer, ne? Mhm. Da denkt man immer, da ist was. Das ist. Also, da steht so. Hallo. Hallo Schwester. Okay, ich schau mal sehr. Hier läuft sie hier wieder zu mir, wie vorher. Ja, könnte sein. Also sie ist weg. Oder sie ist weg. Sie scheint weg zu sein. Ich würde hier erstmal Licht anmachen. Okay. Die macht immer gerne das Licht wieder aus, ne? Wir Ja, machen es die- an und... Typische Frau, ne? Nee, eigentlich andersrum. Wir Frauen lieben ja eigentlich Licht. Das ist eine Notiz.
Oh, 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 die Schränke sind zu. Okay, jetzt sind sie offen. Oh, 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 ich würde in den Schrank gehen. Nur ein kleiner Tipp. In welchem? In dem da. It's been almost a year since I've been diagnosed. It's gotten worse recently. I'm losing control of hands, so it's getting quite difficult to write. One day I wake up and I'm unable to move certain part of my body. It's a bit horrifying. Having all your muscles, ligaments and tendons slowly turn into bone. Marcus has been taking care of me. I feel like I'm such a burden to him. On top of school, his part-time job and taking care of me, he seems so busy. Mom's been working overtime almost every weekend just to help with my medical bills. I mean, we have insurance and we still have some money left over from my paintings, but it's still getting pretty tough to pay for everything. I can't walk anymore, so I'm pretty much confined to my bed most of the time. My favorite part of the day is when my brother comes in to check on me. Hopefully he'll never read this. This is embracing, but I feel like I'm holding him back. After Dad died, he just seemed so much more alive. I guess he got what he deserved, but is this my punishment too? So, ja, also sie schreibt er wieder, dass die Krankheit halt schlechter geht, also es ist ein Jahr nach der Diagnose und wie ihre Krankheit eben den Körper so verschlechtert hat, also dass die ganzen, der einen Tag ist halt aufgewacht, hat sie nicht mal bewegen können und so weiter. Der Markus macht neben seinem Teilzeitjob die Schule halt auch noch und kümmert sich auch um sie und sie freut sich eigentlich darüber. Und sie haben noch ein bisschen Geld von den Gemälden, die sie gemalt hat, über. Aber sie arbeiten halt alle sehr fleißig jetzt und so und schauen, dass halt diese medizinischen Rechnungen halt alle zahlen können. Ja. Er schreibt so noch, dass sie peinlich wäre, wenn der Bruder das lesen würde, falls er das mal sieht. Ja. Aber ja, und der Dad ist halt gestorben und Okay. der, ich glaube, steht da, read this. In back, after that seems much more alive. Ja, also und das Markus, das hat, also ist irgendwie, also fröhlicher oder ist mehr am Leben, also so lebendiger, ja, seitdem der Dad halt gestorben ist. Also Okay. ist, ja, ich glaube, wenn er keinen mehr hat, der was ihm schlägt und so. Jo, das war's. Ist ja alles dunkel. Nee, oder? Ich habe es nicht abgedreht. Mach mal F. Taschenlampe. Aber das Licht hattest du eigentlich vorhin angehabt, Ja, ne? genau, ja, glaube ich schon. Es geht auch nicht wieder an, ne? Oder? Ich kann jetzt gar nichts drücken jetzt momentan. War da nicht irgendwas? Doch. Da ist irgendwas. Doch. Na. Willst du wieder spielen? Nee. Mach mal ruhig. Na dann, geh mal raus. Ein neuer Brief. Oh oh, es hat geklopft. Ist wieder zu. Hä? Okay, willst du erstmal dann den Brief lesen? Ja, ich verstecke mich da noch. Markus Nummer 5. I can barely keep up with everything. I was accepted into the university. Okay. So, mal weg. Die wird nur irgendwo gequält oder so, keine Ahnung. Im Schlaf, hier im Dings, im Bad. So, kannst weiterlesen.
Geh mal runter wieder. Ja, geh mal unten gucken. Und da jammert schon wieder. Was ist mit dir eigentlich? Bild brüllt wie immer. Ah, hier ist eine Notiz. Ja? Okay, dann. Oh. Oh. Das ist jetzt gerade komisch. Es ist ziemlich rötlich, ja. Den Schrank? Soll ich zumachen? Weiß ich nicht. Ich kann dort nicht zumachen. Oh ja. 8. November 2016. This will be the last letter I write. I can feel my right hand becoming immobile and stiff. Mom left a couple days ago and it's been up to Marcus to take care of me, even though his visits have been getting shorter and less frequent over the last few months. I understand I'm just a burden to him and my mom. He hasn't checked up on me ever since she left. I've tried everything, knocking and banging my hand against the wall, screaming. I mean, that's all I really can do since I'm practically immobile. Sometimes I get my hopes up, hearing him walk up the stairs, just maybe he'll walk through the door and check on me. Did I deserve this for not standing up to my parents and letting all this happen? All of this, it's my fault. I'm sorry, Marcus. I promise I'll never be a burden to you ever again. Also das ist der letzte Brief, den sie schreibt. Das ist anscheinend der Abschiedsbrief von ihr. Sie fühlt ihre rechte Hand irgendwie immer mehr unbeweglich werden und steif. Und die Mutter ist eben gegangen vor ein paar Tagen. Und er kümmert sich halt jetzt um ihr, obwohl er sich auch nicht mehr wirklich kümmert. Und sie sagt jetzt auch, ja, es tut also irgendwie, ob sie das verdient hat, jetzt so zu leiden und so, ja. Und dass sie halt nicht also nicht irgendwie sich erhoben hat gegenüber den Eltern, während sie Markus halt so behandelt haben und vor allem halt auch der Vater das gescheit. Weißt du, wie man so, ja, und sie versteht eben, dass sie auch eine Last ist für ihn, für Markus. Was? Gott ist tot? Ja, irgendwie hat es so, God is dead, oder keine Ahnung, oder also Gott ist tot, das kann schon sein, dass es stimmt. Okay, weil er ja Versteh's auch von nicht Hölle genau. redete, ne? Und guck mal an seinem Computer, ob da irgendwie was zu sehen ist. Okay, nein. Das ist komisch, ne? Von irgendwoher kommt irgendwie so eine komische Melodie. Ja. Stimmt, ja. Ist jetzt das Licht ausgegangen? Das war vorher an, oder? Das war doch an, oder? Oder schaut es nur so aus, als wäre es nicht drin? Hä? Kann ich das anmachen? Du musst irgendwas hier wahrscheinlich mit diesem Dinger da machen, keine Ahnung, ausschalten. Ausgeschaltet. Da kommt sie wieder. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht weg. Das ist komisch, ne? Du musst ihr wirklich in die Arme. Das macht sie gerade mit mir. Life is pretty quiet, to be honest, right now. According to the police report, both bodies were recovered. Though the young woman was dead at the Ist scene. der das? After performing an autopsy, it was confirmed that the fire led to her death. But officials also found something strange. Her body was starving. What officials think occurred was during her final moments, as an act of desperation she lit a candle inside her room and started the fire herself. Her younger brother, Marcus Walker, might have neglected her to such a degree. She chose to end her life to ease her suffering. Emotions ranging from jealousy, hatred, enviousness, and frustration might have drove him to neglect her, despite her cries for help. Due to her rare disorder, she was extremely immobile and required help for the simple
untruthfulest activities. She required Marcus for everything. Marcus might have held animosity towards her, as for almost his whole life, everyone had paid their attention to her. Perhaps Marcus wanted her to feel isolated and alone, an emotion he was very familiar with. He wanted vengeance for a crime she didn't commit. Marcus's body was mostly unharmed, though he was not conscious at the scene. He was taken to a local hospital, where he currently resides. He is currently in a coma induced by smoke inhalation and has been unconscious ever since the fire. No one knows when, or if, he will ever wake up, or what he is experiencing. He could be experiencing nothing at all, or he might be suffering. The only living relative he had was his mother, Mary Walker, who committed suicide shortly after she heard about the incident. His father, Joseph Walker, was killed in a suspicious road incident where his brakes stopped working while driving under the influence. Due to his unusual situation, no one is left to decide whether or not they should keep him alive in his coma. Many may wonder whether he regrets his actions, whether he regrets neglecting his sister, starving her, and psychologically torturing her to the point of suicide. Others speculate that years of domestic abuse by his father Joseph, along with neglect from his family, left him psychologically scarred. Whatever the case may be, he tortured and isolated his sister, who loved him and did everything necessary to protect him. Hopefully all members of the family get what they deserve. In Marcus's case, he's stuck in his own personal purgatory. Stuck in a place between life and death, an eternity of suffering awaits him. Thank you for listening. This was Joseph Walker, bringing your local news to you. Okay. Es war anscheinend Joseph Walker, der was da gesprochen hat, was ich immer gesagt habe. Und anscheinend ist jetzt der Markus in Koma und ja, kriegt halt nichts mehr mit. Life is pretty quiet, to be honest, right now. Between school and work it's a bit stressful, but it's not as bad as before. Es wird alles heller. Ich glaube, da steht, es ist aus, glaube ich. Kannst du nichts tun? Nein. Das war's eigentlich dann. Alles klar, meine Lieben. Dann würde ich sagen, The Survey ist damit beendet. Bis dahin, bye bye.